der Westturm des Freiburger Münsters. Schönster Turm auf Erden und zugleich eine Dauerbaustelle. Seit Generationen mühen sich die Steinmetze der Münsterbauhütte um den Erhalt des filigranen Bauwerks. Doch die Zeit fordert ihren Zoll. Im Jahr 2007 wurden bei einer Kontrollbegehung starke Risse in den Eckpfeilern der Helmpyramide entdeckt. Es zeigte sich, dass eine ganze Reihe von Strebensteinen gebrochen war. Und das über 100 Meter über dem beliebten Freiburger Münsterplatz, eine gefährliche Situation. Pünktlich 7 Uhr am Marktplatz. Ein Team aus Steinmetzen, Restauratoren, Ingenieuren, Denkmalpflegern und Bauforschern macht sich auf zum vielleicht schönsten Arbeitsplatz in Deutschland. Viel Geduld ist bei der schwierigen Arbeit an den 700 Jahre alten Steinen gefragt. Neben den üblichen Mörtelfugen gibt es am Turmhelm auch mit Blei vergossene Fugen, die getreu dem Vorbild wiederhergestellt werden. Der Respekt vor der Leistung der alten Baumeister ist groß. Der Erhalt der ursprünglichen Steine ist daher oberstes Gebot. Schäden an den mittelalterlichen Steinoberflächen werden sorgfältig von Restauratoren gesichert. Nur was gar nicht mehr repariert werden kann, wird ausgetauscht. Natürlich exakt nach dem Vorbild des mittelalterlichen Bestandes. Heute verfügt die Bauhütte über Sägen für den Grobzuschnitt der Steine. Die endgültige Bearbeitung folgt immer noch den überlieferten Handwerksregeln. ...80 Meter über dem Marktplatz erhält das neue Stück den letzten Schliff. Dann kann es auf seinen vorgesehenen Platz versetzt werden. Eine Reparatur für die nächsten Jahrhunderte. Nach fast 10 Jahren nähern sich die Arbeiten ihrem Ende. In der Stadt wartet man schon sehnsüchtig darauf, den Turmhelm wieder ohne Gerüst zu sehen. Eines der komplexesten Bauwerke des Mittelalters lässt sich natürlich nicht ohne gut vorbereitete Planung sichern. Schon zu Beginn der Arbeiten wurden zweidimensionale Vermessungspläne erstellt, die die kleinsten Verformungen und Unregelmäßigkeiten zeigen. Die Detailverbindungen zwischen den einzelnen Steinen sind Meisterleistungen mittelalterlicher Bautechnik. Um ihre verzwickte Geometrie besser zu verstehen und maßgeschneiderte Reparaturdetails entwickeln zu können, entschlossen sich das Landesamt für Denkmalpflege und die Münsterbauhütte dazu, neue Wege zu gehen. Für den gesamten Turmhelm wurde ein exaktes Computermodell erstellt. Es besteht aus über 12.000 Einzelteilen. Jeder Stein, jede Fuge, jeder Schaden wurde getreu dem großen Vorbild nachgebildet. Eine besondere Herausforderung waren die Ecksteine der Streben. Sie sind das wichtigste Bauteil des Turmes. Hier gibt es aber auch die größten Schäden. Viele Risse ziehen sich durch das Innere der Steine. Sie sind zunächst gar nicht sichtbar und damit umso gefährlicher. Erst mit dem Modell wird der Schaden nachvollziehbar. Doch das Modell ist mehr als nur eine digitale Kopie der Steingeometrie. Jedes Element trägt zahlreiche weitere Informationen. Wie alt ist der Stein? Aus welchem Steinbruch stammt er? Was sind seine Materialeigenschaften? Mit all diesen Informationen lassen sich wichtige Fragen beantworten. Wie wurde der Turmhelm gebaut? Welche früheren Reparaturen gab es? Es stellte sich heraus, dass an dem Turmhelm tatsächlich noch 83% der mittelalterlichen Steine erhalten sind. Das gibt es an keinem anderen Maßwerk-Turmhelm. An dem Modell lassen sich natürlich auch die kleinteiligen und komplexen Schadensbilder analysieren. Die Verteilung der Schäden ist gut ablesbar. Besonders wichtig für die Arbeiten ist es, die Schadensursachen in den Gurtebenen zu verstehen. Man sieht sie nicht und doch würde ohne sie der Turm einstürzen. In den Gurtebenen verlaufen, im Stein verborgen, eiserne Zuganker. Sie sind in den Ecksteinen mit eisernen Ringen verbunden.
Hier finden sich auch die für die Standsicherheit gefährlichsten Schäden. Für die Verwaltung des virtuellen Turmhelmes wurde eigens eine App programmiert. Mit ihr können die einzelnen Elemente und ihre besonderen Eigenschaften jederzeit abgerufen werden. Das digitale Modell dient auch als Archiv. Alle Untersuchungen, Berichte und Dokumentationen werden abgespeichert und mit den einzelnen Steinen verknüpft. Das Modell und das damit verbundene Archiv sind eine wichtige Grundlage für die Ingenieure, die die Sicherungen der gebrochenen Steine konzipieren. Sie können sich damit sozusagen den Turmhelm ins Büro holen. Alle geplanten Maßnahmen werden mit der Denkmalpflege ausführlich diskutiert und abgestimmt. Um den so ungewöhnlich gut erhaltenen mittelalterlichen Turmhelm auch für die Zukunft erhalten zu können, müssen an den besonders belasteten Stellen vorsichtig Verstärkungen angebracht werden. Schließlich werden die neuen Bauteile gemeinsam am Turm montiert. Selbstverständlich werden in dem virtuellen Modell nicht nur die Schäden erfasst. Jeder neue Stein, jede Verstärkung wird ergänzt und dokumentiert. Auch wenn das Gerüst abgebaut ist, bleiben die Reparaturen damit gut nachvollziehbar. Verwaltet und kontrolliert werden die Daten im Landesamt für Denkmalpflege in Esslingen. Die Projektbeteiligten können das aktuelle Modell jederzeit über das Internet abrufen. Um die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten zu gewährleisten, wird im Landesamt jeder neue Eintrag geprüft und freigegeben. Das virtuelle Modell des Turmhelmes dokumentiert den Bestand, die Untersuchungen und alle Maßnahmen für unsere Nachfolger. Und dies ist nicht nur von wissenschaftlichem Interesse. Die Daten sollen zukünftig die Wartung und Überwachung der Bausubstanz erleichtern. Der Zustand der mittelalterlichen Steine, aber auch der neuen Sicherungen lässt sich so verlässlich regelmäßig kontrollieren. Schließlich sind die Arbeiten am Münster ja nie zu Ende.